Heute schauen wir uns gemeinsam ein Video an, wo behauptet wird, dass Polen keine Moslems ins Land lässt. Ob das der Wahrheit entspricht, klären wir gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sagen, bin ich von Dortmund nach Łódź ausgewandert. Und seitdem bin ich hier in Łódź und lebe und arbeite hier und führe hier mein Leben weiter fort. Ziel des Kanals ist es, den Menschen das wunderschöne Land Polen näher zu bringen. Und das mache ich auf verschiedene Art und Weise. Mal zeige ich einen Reisebericht, spreche über die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen oder auch, so wie jetzt, mache ich einfach mal eine Reaction auf ein Video, wo jemand über Polen spricht. Falls dich solche Themen interessiert, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Damit würdest du meine Arbeit wirklich sehr unterstützen. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Kommen wir jetzt aber auch schon zum Thema und schauen uns mal ein Video an von jemandem aus YouTube, der nennt sich da, ich glaube, J6 oder irgendwie so ähnlich. Nicht falsch verstehen, falls ich das jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Und in dem Video wird auf jeden Fall einiges behauptet, was vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht. Schauen wir uns aber einfach mal das Video gemeinsam an. So, dann fangen wir mal an. Es gab ja letztens einen Riesenskandal in Polen. Der polnische Prime Minister hat sowas gesagt wie, die Muslime, die hierher kommen, abgesehen davon, dass das Wirtschaftsflüchtlinge sind, kommen nach Europa, weil sie untereinander nicht klarkommen, ja, untereinander in ihrer eigenen Religion flüchten müssen und dann nach Europa kommen und dann uns hier in Europa als uns Europäern erzählen wollen, wie das Leben zu leben ist. Ja? Und obendrauf noch uns ihre Religion anzwängen wollen, ja, und alles erzwingen. Was geht ab, meine lieben Freunde? Mein Name ist J6, all in the mix, und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ihr habt gerade in der Einleitung gesehen, worum es geht. Bevor dieses Video beginnt, würde ich euch erstmal bitten, abonniert doch mal bitte diesen Kanal, tut mir den Gefallen und lasst natürlich einen Daumen oben. Und wenn euch das Thema interessiert, einfach mal einen Kommentar unten in der Kommentarleiste. Ja, so, bevor wir beginnen, musste ich das loswerden. Ja, wir steigen direkt auf den Punkt. Ja, wir steigen direkt ein, kommen auf den Punkt. Ja, der Prime Minister aus Polen hat gesprochen für Polen, nicht direkt der Präsident. Ja, wie bei uns das der Kanzler ist, sondern das ist nicht ganz richtig. Der Präsident in Polen ist wie der Präsident in Deutschland auch. Und der Premierminister ist genau das gleiche wie der Kanzler in Deutschland. So ungefähr kann man das gleichsetzen. Also das ist nicht so, dass der polnische Präsident gleichzusetzen ist wie mit dem Bundeskanzler in Deutschland. Das ist nicht ganz richtig. Hier und da gibt es schon ganz kleine Unterschiede, aber Präsident in Polen ist gleichzustellen mit dem Präsident in Deutschland, genauso wie der Premierminister in Polen gleichzustellen ist wie mit dem Bundeskanzler in Deutschland. Mal davon ab, der Premierminister in Polen ist Donald Tusk. Nur um das klarzustellen, falls das die deutschen Zuschauer nicht wissen, die Polen, die werden es wissen, aber die Deutschen vielleicht nicht alle, aber nur, dass ich das schon mal auch erwähnt habe. Der Prime Minister aus Polen hat Sachen geäußert, wie zum Beispiel, ich rezitiere, wir hatten nicht mal eine Messerattacke bei uns in Polen. Warum sollen wir Menschen oder Flüchtlinge annehmen mit einem islamischen Hintergrund? Alle Flüchtlinge der Welt sind willkommen, aber sie dürfen bloß keine Muslime sein. Ja? Ich bezweifle sehr, sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, falls das der Wahrheit entspricht, kann mir da jemand vielleicht eine Quelle dazu senden. Ich bezweifle das aber sehr, sehr, sehr stark, dass der Donald Tusk sowas gesagt hat. Donald Tusk führt mehr eine linke Politik. Es ist richtig, dass Polen sich auch dazu geäußert hat oder auch der jetzige Premierminister, dass die
sich von diesem Immigrationspakt, ich sage jetzt mal, zurückhalten wollen, weil die halt diese Problematik derzeit an der polnisch-weißrussischen Grenze haben, wo die Immigranten aus Weißrussland nach Polen, ich sage jetzt mal, ja, wie kann man das sagen, einbrechen wollen, weil die wollen ja nicht legal über die Grenze, die wollen ja illegal über die Grenze kommen und deswegen wollen die sich da ein bisschen raushalten. Nichtsdestotrotz führt eigentlich der polnische Premierminister mehr eine linke Politik. Ich würde sagen, die Partei, wo er drin ist, das ist sowas wie eine Mischung aus CDU und SPD, geht aber schon mehr in Richtung SPD, ist so zumindest meine Empfindung. Falls jemand was anderes denkt, kann er es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und das ist natürlich krass, die Aussage. Gut, Meinungsfreiheit, er kann sagen, was er will. Er ist ein Prime Minister von Polen und wenn sie ihre Grenzen schützen wollen und vor Kriminalität und die Sicherheit des Landes auf der Agenda steht und sie ihre Bürger schützen wollen damit, dann ist es auch verständlich. Dazu hat er noch gesagt, dass sie noch nie einen Terroranschlag hatten. Noch nie, nicht mal einmal in Polen, in der ganzen Geschichte. Ja? Und jetzt in der Zeit vor allem, wie von 2001 und 2002, wie Zeiten wie zum Beispiel von Bin Laden und Co. Ja? Und auch in der Zeit, wo die Flüchtlingskrise kam und sehr, sehr viele nach Europa gekommen sind, wurden sie auch immer stetig kurz nur angenommen und dann wieder gleich abgeschoben. Weiter nach Deutschland oder wurden einfach aus dem Land vertrieben. Ja. Also das sind, finde ich, schon ganz harte Vorwürfe. Ich würde gerne für diese Aussagen, die er gerade gemacht hat, wirklich eine Quellen haben. Also das in dem Sinne, dass sie die Flüchtlinge angenommen haben und danach, wie er selber sagt, vertrieben haben. Also die Quelle möchte ich gerne haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich nicht. Also ist mir sehr schwierig vorzustellen, ganz ehrlich, sehr schwierig. Auch die Aussagen von Donald Tusk kann ich mir nicht vorstellen. Hören wir mal weiter. Ja, sie haben eine richtig große Mauer aufgebaut und haben laut dem Prime Minister jedem abzufangen, der illegal hierher kommt. Weil so und nur so können sie die Masseneinwanderung kontrollieren und damit die Kriminalität sozusagen unterbinden. Weil von der Mauer, von der er gerade spricht, ich vermute mal, das ist das, was ich gerade gesagt habe, die Grenze zwischen Polen und Weißrussland. Da haben die eine Mauer aufgebaut. Und die soll wirklich davor schützen, dass illegale Migranten vom Weißrussland nach Polen rüberkommen. Die steht aber schon etwas länger, die Mauer. Das ist jetzt nicht, was jetzt erstmal gestern erbaut wurde. Das hat damals angefangen, ich glaube, wo die Migrationswelle vor circa 2,5 Jahren, wo aus Weißrussland wirklich massenweise illegale Flüchtlinge nach Polen reinkommen wollten. Die haben das wirklich auf brutale Art und Weise versucht. Genau, aber wir hören einfach mal weiter. Weil sie nicht wissen, der Prime Minister meinte auch sehr oft, weil wir nicht wissen, was das für Menschen sind. Siehe Deutschland, siehe England, was da los ist. Ja, der wird dafür aufs Schärfste kritisiert, auch von der Europäischen Union auch. Aber das interessiert Polen nicht. Denen ist das egal, das juckt die gar nicht. Ja? Gut, diese Art von Staatsgewalt ist natürlich irgendwo etwas radikaler, ja? Aber in 1, 2 Sachen machen die es ja richtig. Ja? Sie lassen es erst gar nicht zu, ja, dass Kriminelle ins Land kommen. Auf eine Art ist das gut, auf einer anderen Art ist es ein bisschen schlecht, weil Europa ist ja sowieso überfüllt und eigentlich hätte jeder eine Chance verdient. Aber Polen dagegen sagt, nein, bei uns kommen keine Muslime rein, auf gar keinen Fall. Egal woher sie kommen. Also wie gesagt, das möchte ich wirklich sehen, die Quelle sehen, wo gesagt wird, Muslime kommen nicht ins Land. Jetzt mal abgesehen von den Flüchtlingen. Ihr könnt ja mal auf ganz doof zum Beispiel mal sowas eintippen wie Zakopane, Lato 2024 und dann könnt ihr sehen, wie viele
muslimische Touristen, das sind, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Touristen sind, Touristen sich derzeit in Polen befinden. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass das Muslime sind, weil die Frauen überwiegend Kopfbedeckung tragen, also Kopftücher. Ich war gestern hier auch noch bei mir in der Manufaktura, da sieht man auch vermehrt Frauen mit Kopftücher. Wie gesagt, ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass es sich hier um Touristen handelt. Und dann eine Aussage zu machen, Polen lässt keine Moslems ins Land, ist schon vielleicht ein bisschen irreführend. Also da muss man schon ganz stark unterscheiden, Moslem und Flüchtling, ne? Weil auch nicht jeder Flüchtling ist ein Moslem eventuell. In Polen gibt es ja auch sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine, mal davon ab. Aber hören wir einfach mal weiter. Weil sie angeblich nur Stress machen. Ja, Polen ist nicht Deutschland und Richtig. Polen ist ja selber nicht in der EU, soweit ich weiß. Die haben keinen Euro. Hä? Also, mich jetzt hier bitte nicht falsch verstehen, aber nur weil die keinen Euro haben, heißt das so nicht, dass sie nicht in der EU sind. Polen ist seit 2004 in der EU. Die haben keinen Euro, das ist richtig, aber der Euro ist jetzt nicht ausschlaggebend, um Mitglied bei der EU zu sein. Zwangsläufig werden die irgendwann den Euro annehmen müssen. Das sind einfach Regelungen der Europäischen Union. Es sind aber noch mehr Länder, die keinen Euro haben. Ich glaube, es ist, ich kenne jetzt nicht alle Länder, aber ich meine, es ist Ungarn, die keinen Euro haben. Ich meine, Schweden hat auch keinen Euro. Dänemark hat auch keinen Euro. Die werden auch niemals den Euro haben. Das ist das einzige Land, welches kein Euro in Zukunft haben wird. Zumindest müssen die das nicht laut Auflagen der EU. Alle anderen Länder, ich glaube, das sind 5 oder 6 Länder, die in der EU sind und keinen Euro haben, die werden früher oder später den Euro annehmen müssen, weil das einfach Richtlinien der Europäischen Union sind. Ne? Aber das ist ja kein ausschlaggebender Punkt, weil die keinen Euro haben, sind die nicht in der EU. Und falls ihr euch wundert, warum ich heute mit der Kapuze hier so draußen bin. Heute ist nicht so schönes Wetter, wie jeden Tag. Muss auch mal sein. Aber ja, daher die Kapuze heute ein bisschen wärmer angezogen mit einem Pullover. Normalerweise ist ja Sommer, August, aber gut, kommen wir wieder auf den Punkt. Ja? Also, Polen lässt nicht jeden rein. Und wenn sie Leute reinlassen, dann gibt es kein Geld. Umgerechnet habe ich mich mal erkundigt, gibt es in Polen 200 Euro, wenn überhaupt. Da musst du aber vorher begründen, warum du sie bekommen solltest und einen Antrag ausfüllen. Polen nimmt aber nicht jeden an. Von den Wir hören einfach mal weiter. ganzen Flüchtlinge, die europaweit ankommen, nimmt Polen vielleicht nur 2% auf. Ja, 5% auf. Also Flüchtlinge, die europaweit ankommen. Also die meisten Flüchtlinge sind eigentlich außerhalb Europa. Also ich verstehe jetzt die Aussage nicht. Kann mich da vielleicht jemand aufklären? Verstehe ich nicht ganz. Ich habe da letztens was gelesen gehabt und da stand drauf, du musst wirklich was beweisen mit Dokumenten und so und ob du da überhaupt noch irgendwie arbeitstätig sein möchtest, weil da gibt es zwar auch Qualifikationen wie in Deutschland, man muss qualifiziert sein für einige Sachen, aber selbst in Polen kommst du viel schneller an Arbeit ran, weil die wollen keine Leute, die faulenzen, das wollen die nicht, ja. Und also selbst wenn du jetzt als Flüchtling irgendwo ankommst, das ist ja egal wo, ob das jetzt Polen oder Deutschland ist, musst du ja Papiere ausfüllen. Du kannst ja nicht ohne nichts, vielleicht ist das in Deutschland etwas leichter, ich weiß es natürlich nicht, ich bin da jetzt hier auch kein Beamter, der irgendwie für die Regierung arbeitet, der da jetzt irgendwie große Aussagen zu diesem Thema machen kann. Aber was ganz normal ist, du musst Papiere ausfüllen, du musst natürlich dich identifizieren können. Und ich finde, das ist jetzt irgendwie nichts Ungewöhnliches. Ne? Und natürlich liegt es auch im Interesse des Landes, wenn hier schon Flüchtlinge sind, die hier bleiben wollen, dass sie natürlich auch arbeiten. Ne? Genau. Ne? Ja, da musst du aber einen richtigen Grund haben, sodass du diese Hilfe bekommst. Und die Hilfe in Polen kriegst du nicht länger als einem Jahr oder 2 Jahre. Weiß ich nicht mehr so recht. Auf jeden Fall helfen sie dir, aber du musst heftige Gründe haben, warum sie dir Geld umsonst geben sollen. Das ist auf jeden Fall etwas anders wie in Deutschland. Und ich rezitiere nochmal den Prime Minister. Er hat wortwörtlich gesagt,
gibt es ja auch ein Interview von, auf Englisch. Warum sollten wir Flüchtlinge aufnehmen? Wir haben ein schönes Land und bei uns herrscht Ruhe und Struktur. Wir hatten bis jetzt keinen einzigen Messerangriff, keine Terroranschläge, nichts. Und wisst ihr warum? Weil wir diese Leute nicht annehmen, die uns dann erzählen, wenn sie in unser Land kommen, was wir glauben sollen. So, also er hat wörtlich gesagt, diese Menschen flüchten aus ihren Ländern, Muslime, weil sie sich untereinander nicht einigen können. Er meinte damit wahrscheinlich die Sunniten, Schiiten, Sunniten, Aleviten, alle so. Es gibt ja sehr viele Gruppierungen. Ja? Sie kommen also untereinander nicht klar, flüchten in andere Länder, weil sie es da bei sich zu Hause nicht geschafft haben, sagte er. Und dann, wenn sie ein paar Jahre hier in Europa gelebt haben, in Deutschland oder sonst wo, wollen sie dir von Gott und von allen erzählen und dir alles andrängen. Also wie gesagt, das Interview will ich sehen, sehr, sehr, sehr gerne, dass wirklich der Premierminister in Polen diese Aussage gemacht hat. Wie gesagt, es ist mir wirklich sehr, sehr, sehr schwer vorzustellen und ich glaube, dass auch erstmal, wenn ich das selber gesehen habe, dieses Interview, es ist ja auch derzeit sehr beliebt, dass jetzt sehr viel mit künstlicher Intelligenz gemacht wird. Man kriegt ja 1000 Videos, wo, weiß nicht, anfängt wo zum Beispiel Donald Trump auf einmal anfängt, Polnisch zu sprechen, Interviews auf Polnisch gibt. Das sind natürlich alles Videos, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Vielleicht hat der J6 oder ja, J6, glaube ich, heißt der, vielleicht hat er sowas gesehen. Mir ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig vorzustellen. Von dem Inhalt, was er gesagt hat, ohne jetzt so weit in die Thematik reinzugehen, ist das ja aber auch teilweise richtig. Also ich habe ja auch eine ganz lange Zeit in Deutschland gelebt und es sind wirklich nicht alle so. Man kann jetzt wirklich nicht alle unter einem Hut stecken, aber es sind natürlich sehr viele so, die dann, ich nenne das mal in Anführungsstriche, den Auftrag haben, dich von ihrer Religion zu überzeugen. Ich habe das auch schon selber erlebt, dass Leute mir versucht haben zu erzählen, welche die richtige Religion ist. Ja, einfach reden lassen. Also man wird dann wirklich auch an der Straße angesprochen, die laufen einem hinterher und erzählen einem, was jetzt der wahre Gott ist und so weiter. Aber ich denke, das ist jetzt auch ein anderes Thema. Schauen wir einfach mal weiter, was der J6 hier noch zu sagen hat. Ja, die alles anzwingen, ja, auf Zwang. Und darauf hat Polen keinen Bock. Irgendwo verständlich? Da ist was dran, aber ja, Skandal halt. Von der Europäischen Union ist das auf jeden Fall ein Riesenskandal, was der polnische Prime Minister da von sich gegeben hat. Ja. Aber er widerspricht sich da. Auf eine Art sagt er ja, vorher Polen ist nicht in der EU und er spricht die ganze Zeit von der Europäischen Union. Wenn Polen nicht in der EU wäre, hätten die eigentlich, ja, oder ich sag mal so, würde denen das ja eigentlich wenig interessieren. Es sind ja einige Länder nicht in der EU, die auch sagen, die nehmen zum Beispiel nur begrenzt Flüchtlinge auf oder überhaupt gar keine Flüchtlinge und da kann die EU in diesem Sinne nicht viel machen. Länder, die in der EU sind, da sind wirklich alle Länder mit inbegriffen, die haben ja irgendwelche bestimmten Regelungen, was dieses Thema Flüchtlinge angeht und genau, ne? Umstritten sein. Mir ist das egal. Menschen sind alle gleich. Und wenn mir jemand von der Religion erzählt, dann höre ich einfach nicht hin. Ich bin zum Beispiel selber zum Glück auch nicht religiös. Ich denke, Gott ist nur einer. Dafür brauche ich kein Buch und keine Gruppe, ja? Keine Gruppierung. Weil Gruppierung heißt gleichzeitig wieder Trennung. Ja? Es gibt ja 280, 300 Religionen auf der Welt. Da halte ich alles nichts von. Aber ich respektiere alle, die religiös sind. Aber für mich ist irrelevant. Ich halte nichts davon. Tja, die Polen haben einen rausgehauen und werden dafür jetzt kritisiert, weil sie niemanden annehmen wollen. Und dem wurde auch Geld geboten, alles drum und dran. Sie haben trotzdem neinend abgelehnt. Ja, also aber wie denen wurde Geld geboten? Also hier werden sehr viele Aussagen gemacht, aber also sorry, wenn jemand das versteht, kann er es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Aber wie denen wurde Geld geboten, aber die haben, wie hat er das gesagt, neinend abgelehnt. Verstehe ich nicht. Also, ja.
Also Polen nimmt niemand auf. Die ziehen das strikt durch. Die lassen keinen bei sich rein, auf keinen Fall. Und ja, mag umstritten sein. Ich finde das eigentlich von mir aus, finde das nicht so richtig, finde das nicht so gut. Man könnte ja nämlich wenigstens die Frauen und Kinder aufnehmen. Ist verständlich, wenn die keine Lust haben auf die Männer. Also zu diesem Thema kann ich vielleicht auch mal etwas sagen. Dadurch, dass Polen in der EU ist, ne, oder ich sag mal so, Polen müsste im Prinzip jeden Flüchtling zumindest eine Chance geben. Das heißt, wenn ein Flüchtling an der Grenze steht und sagt, ich sage das jetzt einfach mal so ganz stumpf, hallo, ich bin der Flüchtling, ich bin der und der, zeigt seine Papiere und sagt, ich suche bei euch Asyl, ist Polen auch gezwungen, diesen Antrag zu prüfen. Ja, das ist ganz normal. Was Polen nicht aufnehmen möchte, was ja auch auf eine Art irgendwie richtig ist, sind die illegalen Migranten. Also das sind die wirklich illegal, also wir reden ja schon von dem Wort illegal. Es ist ja schon das Wort illegal mit drin. Also illegal Migranten, die unerlaubt nach Europa möchten über Polen. Ja, die möchte Polen nicht haben, was aber auch verständlich ist. Und ich denke, jedes Land hat eine ähnliche Denkweise. Aber wie gesagt, wir sind in der EU und jeder Flüchtling, egal, also wenn jetzt ein Flüchtling aus irgendwelchen Gründen flüchtet, ja, wegen dem Krieg oder warum auch immer, der kann ja an die Grenze kommen, er kann seine Papiere zeigen und sagen, hallo, ich bin der und der, ich brauche Asyl, ich flüchte gerade von Land XY oder was auch immer, bitte hilft mir. Und dann können die Polen nicht sagen, nee, machen wir nicht. Ne, die müssen dann den Antrag prüfen und wenn alles sauber ist, sind die auch gezwungen, diese Person anzunehmen, weil die ja auch in der EU sind, die dürfen nicht sagen Nein. Ne? Mal erstmal nur nebenbei erwähnt. Ne? Also deswegen, ich finde die Aussagen hier ein bisschen flüssig, nenne ich das jetzt mal, ein bisschen flüssig, nicht ganz klar. Aber Frauen und Kinder, die wirklich in Not sind, würde ich aufnehmen, 100%. Und jetzt hin und wieder mal habe ich mitbekommen, dass das Auswärtige Amt, was auch immer da stand, letztens, als ich es gelesen habe, in Richtung Flüchtlingspolitik, sollen immer mehr Flüchtlinge abgeschoben werden, wieder zurück nach Hause. Das heißt, das hat auch gar nicht was mit der AfD zu tun. Die AfD chillt seine Eier, die chillen ihre Eier. Und hier haben wir auch das zweite Problem, also das hat ja, ich denke mal, er redet jetzt hier von Deutschland, hier haben wir eben das Problem, weil es ja illegale Migranten sind, haben die auch keine Papiere und wohin willst du die abschieben? Da haben wir eben das Problem und das ist ja eben die ganze Diskussion, dass viele Staaten sagen, wir wollen die illegalen Migranten nicht annehmen, weil wohin damit? Ne? Also wir wissen gar nicht, wer das ist. Ne? Darum geht es ja eigentlich. Und Polen hält sich ja auch ganz strikt dran. Deswegen sage ich nochmal, wenn jemand, denke ich mal, ganz normal legal über die Grenze gehen würde mit seinen Papieren und sagt, hör mal, ich bin ein Flüchtling, ich brauche Hilfe, bitte gib mir Asyl oder was auch immer, ne? Dann dürfen die Staaten diesen Menschen die Hilfe nicht verwehren, das dürfen die einfach nicht. Ne? Deswegen ist das ein bisschen suspekt, was er hier sagt. Meiner Meinung nach zumindest. Also wenn ich da falsch liege, könnt ihr es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ja, machen ihre Dinge, ja. Und das ist von Deutschland, das kommt von Deutschland selber aus, von der CDU. Die schieben Leute nach und nach selber ab. Zum Teil auch Leute, die ohne Grund, die auch hier arbeiten, aber nur eine Duldung haben. Zum Teil werden diese Leute auch abgeschoben. Ja, also irgendwie kommt mir vor, dass die Kriminellen bleiben dürfen, aber die Normalen immer weggehen müssen. Ja, das ist so ein bisschen auch sehr umstritten und sehr schade. So. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich kann euch mal die Links in der Infobox und in den Kommentaren posten. Dann könnt ihr mal auf den Link. Da sind leider weder Links noch irgendetwas, also ich zumindest habe nichts gefunden zu diesem Thema. Wirklich schade, wirklich sehr schade. Ich würde mir das sehr gerne angucken, weil da hätte man zumindest dann eine Quellenangabe und könnte man wirklich das, was er gerade sagt, auch wirklich verifizieren. Gehen und den Premierminister mal hören, was er da erzählt. Habe ich alles gespeichert und kopiert und bei euch da rein kopiert, damit ihr es auch mal angucken könnt, was er sagt auf Englisch. Damit ihr es nicht suchen müsst. Das war's mit meiner Meinung, das war's mit meiner Einstellung. Mein Name ist J6, all in the mix. Und ja, ich bin ein Globalist. Ja, ich vermute, jetzt redet er noch weiter von sich selber, zu seiner Einstellung und so weiter. Genau, also
Ich finde das Video, es ist sehr interessant, sehr spannend, sich das anzuschauen. Der Titel schon, Polen lässt keine Moslems ins Land, ist mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Clickbait, weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Vielleicht ist das auch einfach Unwissenheit. Ich möchte hier dem lieben J6 nichts unterstellen. Im Großen und Ganzen finde ich hier die Aussagen sehr, sehr, sehr flüssig, sehr mager, keine Klarheiten. Ich finde auch, also ich finde das im Großen und Ganzen nicht ganz richtig, was er hier sagt. Ne, also er behauptet Sachen, wo es überhaupt gar keine Quellen dazu gibt. Er behauptet Sachen, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, weil er irgendwo mal vielleicht was gehört hat oder laut seiner Aussage hat er das auch selber gesehen oder auch selber irgendwo gelesen. Schwierig, sowas zu verifizieren. Also falls jemand diese Quellen hat, kann es mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, ob das wirklich der Donald Tusk alles so gesagt hat, wie der Herr es hier erwähnt hat. Das ist so zumindest meine Meinung zu diesem Thema. Deine Meinung würde mich aber wirklich sehr interessieren. Hinterlass die mir mal bitte unten in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.